Hey, alles klar, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed aus dem Jahre 2006. Oh, 2007. Und das Spiel wurde, verdammt, raus, entwickelt von Ubisoft Montreal, Kanada und herausgegeben von Ubisoft, die Zentrale in Paris, France. Und danke für dieses tolle Spiel. Ich hoffe, ihr habt die Kopfhörer auf, rechts das Licht an, macht es euch bequem und habt das zu essen trinken dabei. Wir sind gerade dabei, endlich ein bisschen Ruhe zu halten. Und wir sind auf dem Weg, Richard Löwenherz, den obersten Anführer, den obersten Chef des Templerordens zu eliminieren. Und wir haben uns hier ganz durchgekämpft durch so einen komischen Weg, der nach Arsuf führen soll. Und wir sehen hier die ganze Zeit so ein Kreuz hinterher, wo wir nicht drankommen, das in der Entfernung an uns vorbeimarschiert und das von den Sarazenen von oben beschossen wird mit Pfeilen die ganze Zeit. Und wir kämpfen uns auf der Sarazenenseite dann durch die Sarazenen, die uns bemerken, hindurch. Und es ist ungeheuer stressig. Und, aber es macht riesen Spaß gerade. Einfach nur viele Kämpfe und neue Umgebung mal. Und das Spiel packt mich auf jeden Fall. Es ist schön, das macht Spaß. Und viel Spaß beim Zugucken. So, alles klar, weiter geht's. Und los geht's. Was kommt als nächstes? Da oben sind die Sarazenen. Und die Sarazenen greifen die ganze Zeit die armen Kreuzritter an. Hier liegen noch ganz viele tote Kreuzritter. Und die wurden auf der Seite, am Seitenweg geschlachtet irgendwie. Okay, wir sind bald da. Hier muss jetzt irgendwo nicht mehr so weit weg eigentlich Robert sein. Was ist denn das da oben schon wieder? Das sind doch Sarazenen, oder? Wow, von hinter mir. Jawohl! Ein Countergrab. Oh, was ist das jetzt hier? Oh, Leute! Wow, das sind nicht ein paar viele, oder? Na gut, die Reihen richten sich schon langsam wieder. Oh, zu spät für ein Countergrab. Oh Mann! Okay, die haben mich gewarnt, dass ich lieber eine andere Waffe nehmen soll. Machen wir das mal. Nehmen wir mal das Kurz. Das soll besser sein, große Gruppen von vielen Gegnern umzubringen. Echte Kameraperspektive. Jawohl. Alles klar. Wir schrecken hier so. Ich helfe dir. Ich komme nicht dran. Tut mir leid. Du bist im Fels. Der lebt noch. Langsam sollten die aber alle tot sein. Jetzt gleich sind sie alle tot. Okay, jetzt müsste auch irgendwann hier endlich dieser Robert kommen, glaube ich, oder? Meine Güte, ist das ja alles ein Gemetzel. Woher kommen denn die Pfeilschusse? Oh mein Gott, kommen da viele Pfeile. Okay, wir sind soweit. Wir nähern uns Robert. Ich nehme an, hier ist eine Riesenschlacht zwischen Sarazenen und Templern. Und ich gehe da mitten rein. Nee, hier sind nur eine Menge Templer. Cool, die raffen nicht, dass ich das bin. Aber da werde ich nicht durchkommen. Das ist immer so eine Sache, dass man da nicht durchkommt.
Soll ich mir zuerst die Typen hier schnappen? Oh mein Gott! Okay, mach mal wieder das kleine Schwert. Was machst du denn? Okay, nicht so schlecht auf jeden Fall. Alter, hier ist ein echter Hund, Alter. Okay, wow. Also hier muss man so, ich nehme an, das ist ein Lager. Das wird wohl ein Lager der Kreuzritter sein. Der Templer sogar, um genau zu sein. Nicht irgendwelche beliebigen Kreuzritter, sondern Templer konkret. Und da drin wird sich irgendwo Robert befinden. Und ich werde mich vermutlich das 100.000 Leute durchkämpfen müssen. Das dürfte den ganzen Part in Anspruch nehmen. Und wie werde ich den Part wohl nennen? Roberts Geschichte oder sowas. Okay, mal gucken. Ich würde hier gerne ein bisschen sneaky drankommen, aber das scheint nicht zu klappen irgendwie. Und ich würde gerne mein Lebensenergie erst komplett hochheilen. Ah, ich kann ja wieder mal als Dingens hier rangehen. Ob ich mich wovon anders annähern kann? Oh, ich komme hier nicht hoch, oder was? Das war schade. Okay, jetzt wird's eh wieder. Oh, der Mann da ist bestimmt Robert Sable. Ich sehe ihn noch nicht. Aber der eine Kreuzritter ist ziemlich groß. Der Mann, der gerade in meine Richtung redet. Der Rotblick. Come no further. Hold a moment. It's words I bring, not steel. Offering terms of surrender then. It's about time. You misunderstand. It's Al-Mualim who sends me, not Salah ad-Din. Assassin! What is the meaning of this? And be quick with it! You've a traitor in your midst. And he has hired you to kill me? Come to gloat about it before you strike? I won't be taken so easily! It's not you I've come to kill. It's him. Speak then, that I may judge the truth. Who is this traitor? Ich glaube, das ist Richard Löwenherz, mit dem wir gerade reden. Warte, muss ich den Trainer jetzt rausfinden, oder was? Kann ich denn hier mein Ding jetzt machen? Mein Eagle View? Scheiße. Nein. Robert DeADsPaCEcOwBoy. My lieutenant! Das ist bestimmt der Große da, oder? He aims to betray. That's not the way he tells it. He seeks revenge against your people for the havoc you've wrought in Acre. And I am inclined to support him. Some of my best men were murdered by some Cool, of wir yours. reden mit König Richard Löwenherz. It was I who killed them, and for good reason. Hear me out. William of Montreal. He sought to use his soldiers to take Acre by force. Gagné de Naplouse. He would use his skills to indoctrinate and control any who resisted. Sabran. He intended to block the ports, preventing your kingdom from providing aid. They betrayed you, and they took their orders from Robert. You expect me to believe this outlandish tale? You knew these men, better than I. Are you truly surprised to learn of their ill intentions? Is this true? My liege, it is an assassin that stands before us. These creatures are masters of manipulation. Of course it isn't true. I've no reason to deceive. Oh, but you do. You're afraid of what will happen to your little fortress. Das ist Robert DeADsPaCEcOwBoy. Can it withstand the combined might of the Saracen and the Crusader army? My concern is for the people of the Holy Land. If I must sacrifice myself for there to be peace, so be it.
This is a strange place we find ourselves in. Each of you accusing the other. There really is no time for this. I must be off to meet with Saladin and enlist his aid. The longer we delay, the harder this will become. Hold a moment, Robert. Boah, geil. Why? What do you intend? Surely you do not believe him? It is a difficult decision, one I cannot make alone. I must leave it in the hands of one wiser than I. Thank you. No, Robert, not you. Then who? The Lord. Let this be decided by combat. Ein Surely Gottesurteil. God will side with the one whose cause is righteous. If this is what you wish, It is. so be it. To Geil. arms, assassin! Wie jetzt? Ich alleine gegen einen? Autsch. Okay, machen wir wieder mal das Kleine. Autsch. Jawohl, einer weniger. Autsch. Okay, pass mal auf, die andere Waffe. Hat direkt geklappt. Oh Mist. Hätte den Counter-Grab werden sollen. Oh mein Gott, das wird knapp, glaube ich. Scheiße. Ich bin noch nicht fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles klar, das ist noch eine etwas härtere Remember Stufe. to reach out for ledges should you fall. Okay, bleiben wir mal beim Schwert vielleicht. Jawohl, diesmal ist es geklappt. Diesmal nicht. Das war ein Dodge diesmal. Verdammt. Ich glaube, das werde ich wohl häufiger spielen. Jawohl, das war ein guter Counter. Oh mein Gott, machen wir mich fertig hier, oder? Okay, ein Counter. Und jawohl, einer weniger. Oh nein, da hätte ich dodgen müssen. Oh mein Gott, der macht einen Counter-Grab. Oh, das ist mein Ende. Ja, das war's. Okay, warum müssen die auch so hart gepanzert sein, diese blöden When you're out of knives, Kreuzritter? refill your stock. Alles klar, nochmal das Ganze. Jawohl! Jawohl! Oh mein Gott! Okay. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, treten die mich zusammen, Mann. Aber du machst mir mehr, du Narr. Kannst nicht fliegen. Jawohl, ich bekomme wieder was dazu. Oh mein Gott, das ist mein Ende. Nein. Jawohl, wieder was dazu, oder? Boah, ich bin die ganze Zeit über am Rande des Sterbens, glaube ich. Okay, diesmal bin ich wieder gestorben. Okay, aber das Kämpfen wird besser. Ich verstehe langsam die Dodge-Funktion. When you are exposed, use sharp turns. Also. Ja, sicher. Okay, Counter. Oh, das verstehe ich noch nicht ganz. Das war easy. Da hätte ich dodgen müssen. Der weg. Out. Pas à la hauteur. Mourir. Tu me fais perdre mon temps. Jetzt werde ich doch bitte. Mourir. Puisque tu es ici, je vais t'achever. Der Teufel! War ein Dienergott! Okay, ich bekomme wieder Lebensenergie dazu. Das sind ein paar erfolgreiche Schläge drin gewesen. Oh mein Gott. Ich bekomme wieder Lebensenergie dazu, bitte. Wow, ich hab's geschafft. Juhu. Oh, jetzt kommt der. Ja, der macht mich natürlich direkt fertig. Jawohl, Counter-Grab. Nicht aufstehen lassen. Nein. Okay, sehr gut. Bitte, schlag doch mal. Oh mein Gott. Oh, lass mich nicht wieder sterben und alles nochmal neu machen. Schlag ihn doch, wenn er am Boden liegt, Mann. Okay, das ist mal schön. Yeah! Ich hätte doch nicht nochmal It's geschafft. done then. Your schemes, like you, are put to rest. You know nothing of schemes. You're but a puppet. He betrayed you, boy. Just as he betrayed me. Speak sense, Templar. Or not at all. 9 men he sent you to kill, yes? Jawohl. The 9 who guarded the treasure's secret. What of it? It wasn't 9 who found the treasure, assassin. Not 9, but 10. A 10th? None may live who carry the secret. Give me his name. Oh, but you know him well. And I doubt very much you'd take his life as willingly as you've taken mine. Who? It is your master, Al-Mualim. But he is not a Templar. Did you never wonder how it is he knew so much? Where to find us,
How many we numbered? What we aspired to attain? He is the master of the assassins. We, master of lies. You and I just two more pawns in his grand game. And now, with my death, only you remain. Do you think he'll let you live, knowing what you do? I've no interest in the treasure. Ah, but he does. The only difference between your master and I is that he did not want to share. Ironic, isn't it? That I, your greatest enemy, kept you safe from harm. But now you've taken my life, and in the process, ended your own. Okay, das ist eine coole Geschichte. Ein Geschichtstwist am Ende. Und Richard Löwenherz, was hast du zu sagen, mein Freund? Well fought, assassin. It seems God favors your cause this day. God had nothing to do with it. I was the better fighter. Ah, you may not believe in him, but it seems he believes in you. Before you go, I have a question. Ask it then. Why? Why travel all this way? Risk your life 1,000 times, all to kill a single man. He threatened my brothers and what we stand for. Ah, vengeance then. No, not vengeance. Justice, that there might be peace. This is what you fight for? Peace. Do you see the contradiction? Some men cannot be reasoned with. Like that madman, Saladin. I think he'd like to see an end to this war as much as you. So I've heard, but never seen. Even if he doesn't say it, it's what the people want. Saracen and Crusader alike. The people know not what they want. It's why they turn to men like us. And it falls to men like you to do what is right. Nonsense. We come into the world kicking and screaming, violent and unstable. It is what we are. We cannot help ourselves. No. We are what we choose to be. You're kind. Always playing with words. I speak the truth. There's no trick to be found here. We'll know soon enough. But I fear you cannot have what you desire this day. Even now, that heathen Saladin cuts through my men and I must attend to them. But perhaps, having seen how vulnerable he is, he will reconsider his actions. Yes, in time, what you seek may be possible. You were no more secure than him. Do not forget that. The men you left behind to rule in your stead did not intend to serve you for longer than they had. Yes. I am well aware. Then I'll take my leave. My master and I have much to discuss. It seems that even he is not without fault. He is only human, as are we all. You as well. Safety and peace be upon you. Das ist cool. Wir haben mit Richard Löwenherz geredet. Erstmal möchte ich eins machen. Und zwar, leider finde ich, dass die Musik ein bisschen schlecht abgemischt ist. Und zwar ist die gerade heftig viel zu laut gewesen. Music Volume. Und die hat leider den ganzen schönen Dingens kaputt gemacht. Also den ganzen Dialog hier. Und es gibt noch was ich gerne machen würde. Da steht gerade Richard Löwenherz von mir. Eigentlich ist das ein toller Kerl, ein toller Typ. Und die Geschichte, die die erzählt haben, das ist jetzt krass auf jeden Fall. Also in der Wirklichkeit war das der 3. Kreuzzug und der war, glaube ich, von 1191 bis 1193. Irgendwo, warte mal, wie war das nochmal? 1189 bis 1192, also im Jahre 1189 bis 1192. Und der hat tatsächlich damit geendet. Und zwar hat der König Richard Löwenherz daran teilgenommen, unter anderem auch Friedrich Barbarossa, der Erste, und auch Philipp II. Von Frankreich war das. Die drei sind sehr berühmte Teilnehmer des 3. Kreuzzugs gewesen. Und die sind wieder mal ins Heilige Land gereist mit ihren Kreuzzugsarmeen, weil Sultan Saladin vorher es geschafft hat, das Königreich Jerusalem zu überrennen und auch Jerusalem wieder einzunehmen. Und deswegen sind sie da hingekommen. Und der 3. Kreuzzug endete tatsächlich damit, dass Richard Löwenherz und Saladin einen Friedensvertrag miteinander abgeschlossen haben. Das Königreich Jerusalem, also das, was die Christen erobert haben und so benannt haben nachher im Nahen Osten, ist nie wieder zur selben Größe zurückgekommen und es war nur noch so ein Landstreifen an der Küste des Mittelmeers. Und, aber das ist das, was Altair gerade im Gespräch mit Richard Löwenherz vorgeschlagen hat. Hör mal,
Saladin will auch nicht immer nur kämpfen und die sind alle müde, ob nun Sarazenen oder Kreuzritter oder Kreuzfahrer und eigentlich wollen die alle noch Frieden. Also versuchst du mal mit Frieden, hat er einfach dem gesagt. Und der hat so, ja, aber eigentlich sind wir alle eher, wir sind was wir sind. Wir sind als schreiende, kämpfende Wesen geboren und der Altair hat ihm dann geantwortet, nee, wir sind das, wofür wir uns entscheiden. Und das ist schon cool. Jetzt mache ich aber erstmal den Cut. Der Part wird wieder viel zu lange gelabert am Ende. Ich danke fürs Zusehen, für euer Interesse und die Aufmerksamkeit. Das Spiel ist echt, am Ende bringt es das nochmal richtig. Man kann dem ja vorwerfen, dass es monoton ist, weil das immer dieselben Aufgaben hat in jeder neuen Stadt. Und natürlich sind die Attentate immer ein bisschen anders gewesen. Aber der Weg zu den Attentaten hin war immer das gleiche. Erstmal erkunden und dann auch noch ein paar Bürger befreien und dann immer dieselben, also fast ähnlich gelagerte Investigations, also Untersuchungen. Aber das ist jetzt echt... Die Story wird mal richtig toll. Also es ist ein Spiel aus 2007 war es ja, aber ich freue mich, dass ich auf jeden Fall gezockt habe. Und wir werden es noch weitermachen bis zum Ende. Erstmal danke für den Part und tschüss, einen schönen Abend, macht's gut, bis dann, bye Internet.